Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Proxmox installiert und euch auch nochmal den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, der, wie ich finde, viel zu oft vergessen wird zu erwähnen. Also, falls ihr wissen wollt, wie man Proxmox installiert und worauf man achten muss, was für Hardware benötigt wird und so weiter, dann bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich euch auch noch mal kurz die Hardware vorstellen, denn das Video wurde gesponsert von Minis Forums. Die haben mir diesen PC hier zur Verfügung gestellt und mich gebeten, ein Video zu machen, aber sie haben überhaupt nicht gesagt, um was es in dem Video gehen soll, was ich erzählen soll oder sonst irgendwie Einfluss auf dieses Video genommen. Ja, und da mein alter PC schon oder mein alter Proxmox PC schon etwas in die Jahre gekommen ist, hat das Ganze ganz gut gepasst, denn ich wollte schon seit längerem meinen alten ersetzen, denn der kommt mittlerweile immer wieder an seine Grenzen, vor allem wenn ich mit VMs arbeite oder wenn Motion Eye bzw. Shinobi läuft, denn dann kommen seine 4 Kerne doch relativ schnell an ihre Grenzen. Ja, und was soll ich euch sagen, der Minis Forums PC, der hat es echt in sich, denn innen drin ist ein Intel Core i9 der 12. Generation verbaut, um genau zu sein, der 12900 HK mit 14 Kernen und 20 Threads sowie 32 GB Arbeitsspeicher, einer 1 TB großen SSD in Form einer NVMe, eine Intel Iris Xe Onboard Grafikkarte und 2,5 Gigabit LAN-Anschlüsse. Ja, die Daten, die hören sich recht gut an und ich bin auch schon ein bisschen gespannt, wie sich das Ganze im Betrieb verhält. Aber was mich noch viel mehr interessiert, ist der Stromverbrauch von diesem Gerät, denn der soll ja rund um die Uhr laufen und dann darf er natürlich nicht zu viel Strom verbrauchen. Meinen alten PC hatte ich ja durch ein paar Modifikationen auf rund 15 Watt im Leerlauf gebracht, beziehungsweise wenn meine Standard LXCs gelaufen sind wie IO Broker und Co. Motion Eye bzw. Shinobi oder sowas ist da natürlich nicht gelaufen, beziehungsweise die hatten gerade nichts zu tun, denn wenn die laufen, sind diese 15 Watt natürlich nicht mehr realistisch. Also so im Grundbetrieb ohne irgendwelche Anstrengungen sind damals 15 Watt zustande gekommen und da bin ich mal gespannt, wie der sich hier verhält. Ja, was auch noch wichtig ist, bevor ihr Proxmox aufsetzt, ist natürlich auch die Wahl der richtigen Hardware. Ich sage es mal so, viele von euch werden vermutlich von einem Raspberry Pi zu Proxmox wechseln und fragen sich dann, was sie brauchen. Also grundsätzlich empfehle ich immer mindestens eine CPU mit 4 Kernen. Die soll dann auch nicht zu alt sein wegen der Effizienz. Der Arbeitsspeicher sollte mal mindestens 8 GB groß sein, wobei ich eher 16 GB empfehle, vor allem wenn man auch mal VMs betreiben möchte, denn dann verbrauchen die natürlich um einiges mehr wie so ein LXC-Container und deswegen ist RAM nie verkehrt. Dann die Taktfrequenz der CPU sollte mindestens 2 GHz betragen und ansonsten, falls ihr euren PC selbst zusammenbaut, also wie ich damals einen Desktop-PC verwendet, dann solltet ihr darauf achten, dass auf dem Mainboard nicht irgendwelche LEDs oder LED-Stripes montiert sind, irgendwelche Blinklichter oder irgendwelche anderer unnötiger Schnickschnack, denn das verbraucht natürlich alles Strom, auch wenn es nicht viel ist, summiert sich das aber übers Jahr gesehen und kann dann relativ kostspielig werden. Auch eine Grafikkarte macht in den wenigsten Fällen Sinn, denn das steigert natürlich auch den Stromverbrauch und in den meisten Fällen erreicht eine Onboard-Grafikkarte. Zum Thema Strom sparen und worauf man alles achten sollte, habe ich ja auch schon mal in der Vergangenheit ein Video gemacht. Das verlinke ich euch auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sind natürlich solche Mini-PCs wie der hier sehr gut geeignet, denn die haben keinen unnötigen Schnickschnack verbaut. Und bei der CPU hier drin handelt es sich meistens um energieeffiziente Modelle, die meistens in irgendwelchen Laptops ihren Einsatz haben bzw. dafür vorgesehen wurde. Okay, dann würde ich sagen, genug gelabert, legen wir jetzt los.
Okay, um loszulegen, benötigen wir als erstes natürlich Proxmox. Das könnt ihr von der Proxmox Webseite runterladen. Dann benötigt ihr noch Balena Etcher, um Proxmox bzw. die Proxmox ISO-Datei auf einen USB-Stick zu packen. Und dann braucht ihr natürlich auch einen USB-Stick, den ihr dann an euren Mini-PC oder an euren PC anschließt, um dann Proxmox installieren zu können. Wie ihr Proxmox runterladet, Balena Etcher installiert und so weiter, das zeige ich jetzt nicht, beziehungsweise ich blende es euch mal ein, weil das hatte ich vorher schon mal aufgezeichnet. Aber ich glaube, da muss ich nicht viele Worte dazu sagen. Einfach installieren, dann die ISO-Datei auswählen, den USB-Stick auswählen und dann auf Flashen drücken oder wie das heißt, auf Go oder auf Start oder irgendwie sowas in der Art. Und dann einfach mal 2-3 Minuten warten und dann sollte das Ganze fertig sein, keine Fehlermeldung anzeigen. Und Achtung, wenn ihr den USB-Stick rauszieht oder bevor er rausgezogen wird, nicht irgendwie drauf drücken, USB-Stick wieder löschen, falls Windows das irgendwie vorschlägt, denn ansonsten sind die Daten wieder weg. Okay, dann würde ich sagen, ich schließe den jetzt an und dann machen wir am PC weiter bzw. am Monitor. So, bevor wir starten, müssen wir auch noch mal ins BIOS des Gerätes, denn wir müssen ein paar Sachen einstellen bzw. überprüfen. USB-Stick steckt, Tastatur steckt und dann versuchen wir mal unser Glück ins BIOS zu kommen. Bei mir ist es die Entfernen-Taste, die ich drücken muss, damit ich ins BIOS komme. Wunderbar, bin im BIOS, Maus funktioniert. So, was müssen wir jetzt überprüfen? Also wir müssen zuerst mal, zumindest beim Mini-Forums ist es so, wir gehen in die Advanced Einstellungen, dann hier unter CPU-Konfiguration und dann müssen wir zuschauen, dass dieses VT-D aktiviert ist. Ich glaube, bei AMD heißt es AMD VT-D und bei Intel heißt es so. Dann müssen wir auch noch aktivieren, dass diese Virtualization Technology aktiviert ist. In diesem Fall ist sie aktiviert, das passt. Und ansonsten, was auch noch wichtig ist, was der Mini-PC hier leider nicht hat, ist diese Option Restore After Power Loss. Also wenn Stromausfall sein sollte oder ähnliches, dass der Computer automatisch wieder hochfährt. Der hat diese Option nicht, habe ich leider nicht gefunden oder hat sie nicht. Ist ein bisschen schade, aber ich komme auch damit zurecht. Aber das ist so ein wichtiger Punkt, was man noch einstellen sollte, dass wenn der Strom ausfällt und der dann wieder da ist, dass der PC von alleine wieder startet, denn es kann ja sein, so wie bei mir zu Hause, dass das Smart Home da dran hängt und dann wäre es blöd, jedes Mal in den Keller zu gehen und das Teil zu starten. Aber auch nicht weiter tragisch, kann ich damit leben, keine Probleme damit. Okay, das sind so die 3 Sachen, auf die man achten sollte. Also zum einen Virtualization, dann VT-D sollte aktiviert sein und was ich auch noch einstellen würde, fällt mir gerade ein. Das ist dieses, jetzt muss ich es suchen, genau, dieses C-States, das sollte man auch aktivieren. Das sind diese Stromsparfunktionen, die sollten auch möglich sein. Und wenn ihr diese C-States auswählen könnt, dann alles auswählen, was es gibt. Und ansonsten hier lasse ich so, wie es ist. Dann das nächste, was wichtig ist, wir müssen gucken, dass wir von unserem USB-Stick booten. Das heißt, ich habe hier den USB-Stick ausgewählt. Das ist in meinem Fall das hier, SanDisk. Und dann als zweites würde dann die normale Festplatte kommen. Die habe ich jetzt mal deaktiviert, weil ich vorhin, als ich das mal getestet hatte, wollte das nicht so recht das machen, was ich wollte. Aber ich weiß, dass es trotzdem funktioniert. Okay, also erste Bootoption euren USB-Stick und zweite Bootoption die Festplatte, die drin ist. Und dann sagen wir Save and Exit. Und dann sollte das Ganze funktionieren. So, machen wir das. Und wie ihr seht, startet sofort. Hier wählen wir jetzt einfach aus Proxmox VE, also die grafische Oberfläche. Hier als nächstes müssen wir einfach auf Agree klicken, also wir akzeptieren die Lizenzvereinbarungen. Hier wählen wir unsere Festplatte aus.
Ich empfehle euch, wenn ihr startet und einen PC aufsetzt, also wenn ihr euch selber einen zusammenbaut, dann achtet darauf, dass nur eine einzige Festplatte im Computer drin steckt, einfach um irgendwelche Probleme zu umgehen. Deswegen empfehle ich euch immer nur mit einer Festplatte im Computer zu starten, und falls ihr nachträglich noch irgendwelche Festplatten verbauen wollt, könnt ihr das ja immer noch machen. Deswegen bei mir passt es, das ist diese NVMe, die hier drin verbaut ist eine Kingston SSD. Klicken hier auf Next, sagen, wo wir uns befinden, in welcher Zeitzone Deutschland passt, vergeben ein sicheres Passwort, also sicheres Passwort vergeben, E-Mail-Adresse auch eingetragen, müsst ihr aber nicht machen, könnt auch eine Fake eingeben, spielt keine Rolle. Dann hier bei Hostname, dort trage ich zumindest immer so ein Proxmox, ist aber nicht wichtig, was dort drin steht. Dann die IP-Adresse, die der Surfer bekommen soll. In meinem Fall soll es die 200 sein. Und bei Gateway und DNS-Surfer tragt ihr halt das ein, was bei euch zutrifft. In meinem Fall ist es das hier. Und hier hinten sollte normalerweise 24 stehen. Klicken auf Next, dann wird uns das Ganze noch einmal kurz angezeigt. Ich entferne normalerweise immer diesen Haken, da ich das Ganze automatisch, beziehungsweise nicht automatisch, sondern manuell machen möchte. Sage Install und dann dauert es, ja, ich hätte jetzt mal gesagt 1-2 Minuten ungefähr, je nach USB-Stick und was er alles machen muss, aber im Regelfall irgendwas 1 bis 2 Minuten. Ach so, das Ganze kommt natürlich auf die Hardware drauf an. Umso schneller der Rechner, umso schneller sollte das Entpacken und so weiter gehen. Der ist relativ schnell, merke ich. Jetzt sind gerade mal 30 Sekunden ungefähr vergangen und er ist schon bei 80%. Bei meinem alten Rechner, ich glaube, da waren es irgendwas 5 bis 10 Minuten, was es gedauert hat. So, ist im Grunde fertig. Make System Bootable. So, das heißt, der ist gleich fertig und wir können den starten. So, wichtig, was ihr euch notieren müsst, beziehungsweise es wird ja später auch nochmal angezeigt, ist diese IP-Adresse. Also wir hatten ihm ja gesagt, IP-Adresse 200 am Ende und den Port 8006. Das ist, womit ihr euch, beziehungsweise damit meldet ihr euch dann über den Webbrowser an. So, ich sage hier Reboot. Und dann steht hier auch, dass ich den USB-Stick rausziehen soll. Das mache ich. Habe ihn entfernt. Und dann sollte Proxmox gleich starten. Und dann sollte das Login-Fenster erscheinen. Und vielleicht muss ich nochmal die Festplatte aktivieren, also dass er von der bootet. Aber normalerweise nicht. Und es sollte so gehen. Kann sein, dass ihr es dann machen müsst. So, das sieht gut aus. Wunderbar, er bootet. Und dann sollte gleich das Login-Fenster kommen. Und dann wären wir im Grunde mit diesem Rechner hier fertig. Proxmox wäre installiert und wir können loslegen. So, wunderbar. Genau auf dieses Fenster haben wir gewartet. Und jetzt geht alles weitere oder alles andere machen wir jetzt über den Webbrowser, über euren normalen PC. Das heißt, hier an diesem Rechner können wir jetzt zum Beispiel das HDMI-Kabel abziehen und hier in meinem Fall noch diese USB-Adapter. Und den Rechner irgendwo hinstellen, denn alles weitere wird, wie gesagt, über den Webbrowser gemacht. So, ich baue hier jetzt ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bevor wir loslegen, Proxmox starten und dann mit der Wiederherstellung starten, nochmal ein paar Worte zu den Backups. Also ich empfehle euch immer, Backups auf einer externen SSD zu machen oder einer externen Festplatte. Ich habe die hier dazu verwendet. Das heißt, dort sind alle meine Backups vom alten System vorhanden. Heißt, ich bin einfach hingegangen und habe alle Container zuerst mal gestoppt. Wichtig ist, stoppt die zuerst mal alle und sagt dann einfach, er soll von allen Containern ein Backup machen. Also Backups sind alle hier erstellt. Das heißt, ich schließe den wieder an den neuen Surfer an. Der ist gerade ausgeschaltet. Schließe das wieder an und dann muss ich zuerst mal diese Festplatte mounten, also Linux zur Verfügung stellen, damit ich sie dann in Proxmox einbinden kann. Aber wie das funktioniert, zeige ich euch. Also Festplatte anschließen, Proxmox starten, also den PC starten und dann legen wir los. So, wenn ihr ihn gestartet habt, gebt ihm 1-2 Minuten, bis er hochgefahren ist und dann probiert euch mit dem zu verbinden. Jetzt habe ich hier doch ein falsches
IP-Adresse eingegeben. So, und dann sollte dieses Fenster hier auftauchen, ist aber normal. Klicken hier auf Weiter, melden uns an. Der Benutzername ist root und das Passwort habt ihr vorhin eingegeben, beziehungsweise euch selbst ausgewählt. Sprache lasse ich jetzt zuerst mal auf Englisch und sage dann Login. So, diese Meldung können wir nachher nochmal deaktivieren. Zuerst mal bestätigen wir sie und dann sollte das Ganze mehr oder weniger so aussehen wie hier. Bevor wir mit der Wiederherstellung starten, sollten wir zuerst mal die Updates machen. Bei Proxmox ist so, beziehungsweise die Meldung, die uns gerade angezeigt wurde, die besagt, dass wir keine gültige Lizenz haben für die Enterprise-Version, das heißt für die Bezahlversion. Deswegen funktioniert das Ganze so nicht mit den Updates. Und um die Updates machen zu können, müssen wir eine kleine Änderung vornehmen. Aber das Blöde ist, fällt mir gerade ein, ich habe keine Verbindung zum Internet, denn mein DNS-Surfer ist gerade aus, denn der befindet sich normalerweise hier auf dem Rechner. Deswegen muss ich zuerst mal die Backups wiederherstellen. Also machen wir das so, zuerst mal Backups wiederherstellen und dann kümmern wir uns um die Updates. Also um diese Festplatte einzubinden, gehen wir hier in die Shell rein, geben als Befehl lsblk ein. Hier werden uns jetzt die Festplatten angezeigt, die hier drin verbaut sind. Das hier ist die SDA01, das heißt die hier. Und jetzt mounten wir das Ganze bzw. erstellen zuerst mal einen Ordner mit dem Befehl makedir. Und in meinem Fall heißt der Ordner makedir im Verzeichnis mnt. Und der Ordner soll heißen Backup USB T5, so heißt die Festplatte hier. Bestätigen das Ganze. Dann müssen wir als nächstes die Festplatte mounten. Das machen wir mit dem Befehl mount und dann sagen wir hier def SDA1. Das heißt, unsere Festplatte heißt ja SDA1. Deswegen kommt es dahin und sagen, er soll die Festplatte nach MNT Backup USB T5 mounten. Das ist der Ordner, den wir gerade eben erstellt haben. Bestätigen das Ganze. Dann als nächstes tragen wir das fest in die fstub-Datei ein. Beziehungsweise bevor wir in die fstub-Datei reingehen können, müssen wir uns zuerst mal die UUID dieser Festplatte hier anzeigen lassen. Das machen wir mit dem Befehl lsblk-f. Und dann sehen wir, dass diese Festplatte hier die UUID die hier hat und das tragen wir dann in die fstub-Datei ein. Also nochmal den Befehl nano etc fstub eingeben. Und dann sage ich hier ganz unten, trage ich den Befehl ein. In meinem Fall habe ich hier einfach als Kommentar USB SSD T5 eingegeben und dann UUID, dann die gefolgt von der Nummer und dann den Befehl, er soll mounten diesen Ordner als ext4 Default 0 und 2. Das sind so ein paar Parameter, die man ihm mitgibt. So, das machen wir X, Steuerung X. Y, also speichern, überschreiben und Enter und dann sollte das Ganze funktionieren. Testen das Ganze auch nochmal. Das heißt, wir geben hier Mount-A ein. Dadurch mounten wir das Ganze und testen, dass es funktioniert. Denn wenn ihr hier was Falsches eingetragen habt und dann den Computer startet und in der fstub-Datei befindet sich irgendetwas drin, was nicht richtig ist, dann würde der PC nicht mehr starten und dann hättet ihr euren Spaß. Deswegen Mount A, das Ganze überprüfen. Es gibt keine Fehlermeldung. Wir gehen oder wechseln mal in dieses Verzeichnis rein. So, wechseln da rein. Lassen uns mal anzeigen, was es da so gibt. Und dann sehen wir, dass dort schon ein paar Ordner vorhanden sind. Und das bedeutet, dass ich Zugriff auf diese Festplatte habe. Denn so sieht die Struktur aus von Proxmox, beziehungsweise wenn sich hier die Daten drauf befinden, die Images und so weiter und so fort. Wir können ja mal kurz reingehen. In Dumped ist das, glaube ich, drin oder bei Images. Ich glaube in Dumped. Und machen dort nochmal ein ls. Und genau hier sind die ganzen Backups drin, die ich dann wieder herstellen kann. So, jetzt müssen wir diese Festplatte, die ist ja jetzt hier eingebunden, jetzt müssen wir die hier in Proxmox selber zuerst mal mounten, damit wir sie Proxmox zur Verfügung stellen. Das heißt, wir wechseln hier oben auf Data Center, gehen dann auf Storage und sagen hier Add Storage.
Hier wählen wir jetzt Directory aus, denn wir haben ja ein Verzeichnis erstellt, wo sich das Ganze befindet. Hier bei ID sage ich Backup USB T5, denn so heißt meine Festplatte. Könnt ihr aber auswählen, was ihr wollt. Hier bei Directory wählt ihr den Pfad aus, also MNT, Backup USB. Das war ja das Verzeichnis, was wir angelegt haben. Und hier bei Content wählt ihr aus, was alles da drin gespeichert werden soll. Also wir wollen ja Backups haben und ansonsten nichts. Deswegen mache ich das hier weg und dann ist hier nur noch Backups. Dann können wir nochmal hierhin gehen. Hier können wir sagen, wie viele Backups er behalten soll. Das können wir aber später auch nochmal ändern. Ich empfehle euch, haltet mindestens 14 Backups zurück, damit, falls ihr mal in Urlaub fahrt und irgendetwas während des Urlaubs passiert, ihr immer noch genug Backups habt, die vor dem Urlaub passiert sind, damit ihr die dann wieder herstellen könnt. Einfach aus eigener Erfahrung spreche ich da. So, das heißt, ich trage hier die letzten 14 ein, beziehungsweise in meinem Fall hatte ich vorher 20 drin und sage dann auf Add. So, und jetzt seht ihr, die Festplatte taucht hier auch auf. Und hier sind dann unsere ganzen Festplatten bzw. unseren ganzen Backups, nicht Festplatten, und die können wir dann wieder herstellen. Und da bei mir gerade nichts geht ohne AdGuard, dann deswegen wähle ich das als erstes aus und sage Restore. Dann habt ihr die Möglichkeit hier auszuwählen, wo er das Ganze installieren soll. Im Normalfall gehört das zu Local LVM. Dann bei CT, dort tragt ihr den Namen ein bzw. die ID. In meinem Fall war das hier die 218. Und dann hake ich hier noch ein Start After Restore und Privilegien mache ich from Backup und auch ansonsten alles so wie es vorher war. Sage Restore, dann sollte das einen kurzen Augenblick dauern. Und jetzt steht hier Task OK. Und der ist auch schon gestartet und dann sollte mein Internet hoffentlich jetzt auch gleich wieder funktionieren. So, hat jetzt einen kurzen Augenblick gedauert. Ihr seht es hier 2 Minuten und jetzt kommt hier der erste Anstieg und das bedeutet, der ist online. Beziehungsweise, dass der Container gestartet ist und ich habe es gerade überprüft, mein Internet funktioniert wieder. So, das bedeutet jetzt theoretisch, ich könnte alle meine Container wiederherstellen und wäre fast wieder auf dem alten Stand. Aber es gibt noch ein paar wichtige Sachen, die ich euch auch gleich nochmal erzählen möchte, die man machen muss und sich auf jeden Fall, sollte man sich das auch notieren, ist wichtig. Aber zuerst mal machen wir die Backups, also die Updates, Entschuldigung, nicht die Backups. Also als erstes sagen wir hier, dass wir ein paar Sachen nicht haben wollen. Wir bekommen ja die Meldung, dass wir keine Updates machen können, weil wir keine gültige Bezahllizenz haben, also mit Support und so weiter. Deswegen müssen wir ein paar Sachen deaktivieren. Es gibt mehrere Wege, wie man das deaktivieren bzw. aktivieren kann. Ein Weg führt halt hier über das Fenster hier Proxmox, dann Repositories und dann sagen wir hier das hier Disable und das hier Disable, das sind diese Bezahlversionen und dann gehen wir hier nach unten, sagen Add und bekommen wieder die Meldung, dass wir keine Lizenz haben und wählen hier aus No Subscription. So, sagen Add und das gleiche können wir auch nochmal hier machen, wieder auf Add, wieder OK. Und wählen das hier aus. Sagen wieder Add und dann können wir im Grunde die Updates starten. Das heißt, wir gehen hier auf Updates, sagen Refresh, bestätigen das Ganze. Er hat sich jetzt die Updates geholt, beziehungsweise die Pakete, die verfügbar sind. Und dann sagen wir hier Upgrade. Jetzt werden wir gefragt, ob wir das wirklich machen wollen. Bestätigen das einmal mit Yes und dann holt er sich die Updates und bringt das System auf den neuesten Stand. So, während er das macht, kann ich euch noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Also, wichtig, wenn ihr Proxmox aufsetzt, dann nehmt euch einen Stift, einen Zettel oder ein Word-Dokument oder was auch immer und notiert euch jedes Mal, wenn ihr irgendetwas in der Proxmox Shell ändert, beziehungsweise im Proxmox-System selbst etwas ändert. Denn wenn ihr ein LXC wiederherstellt oder eine VM wiederherstellt,
dann haben die ja alle Informationen, die im Backup enthalten sind. Aber das Problem ist, wenn ihr die wieder einspielt auf einem neuen Proxmox-Surfer, dann sind die ganzen Änderungen, die ihr in Proxmox selbst vorgenommen habt, verloren gegangen. Das heißt, wir haben ja vorhin die fstub-Datei bearbeitet, haben diesen Mount-Ordner angelegt, den Ordner angelegt, wo diese Festplatte gemountet wurde und so weiter und so fort. Und diese Befehle solltet ihr euch auf jeden Fall irgendwo notieren. Und wenn ihr Proxmox wiederherstellt, dann holt ihr euch diese Liste raus. Dort notiert ihr euch jedes Mal, wenn ihr irgendetwas ändert, notiert ihr euch das in dieser Liste. Dann holt ihr euch diese Liste wieder raus und arbeitet die ab. Genauso mache ich es jetzt gerade eben auch. Ich habe eine Liste, ich zeige sie euch mal kurz. Hier ist meine Liste und dort steht, dass ich als erstes das machen soll, dann das hier. Wobei hier muss man ein bisschen aufpassen, denn das ändert sich mit SDA und SDB. Dann diesen Befehl, die fstub-Datei und Mount A und dann geht es weiter, denn zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich den Zigbee-Stick im IO-Broker LXC eingebunden habe und damit das funktioniert, muss ich ein paar spezielle Dateien anlegen und diese Dateien muss ich ja jetzt wieder auf diesem Surfer einspielen. Und da ich nicht wieder die gleiche Prozedur machen möchte mit irgendwelchen IDs rausfinden und so weiter und so fort, habe ich mir hier alles notiert und so mache ich das. Und das ist etwas, was relativ häufig vergessen wird zu erwähnen, denn es kommt nun mal vor, dass man Änderungen im Proxmox Host selber macht und wenn man sich die nicht notiert und dann alles wieder herstellt, dann kann es halt sein, dass man sich ärgert und dass irgendetwas nicht funktioniert und dann flucht man. Deswegen legt euch irgendwo eine Datei ein mit all den Änderungen, die ihr dort macht. Die müsst ihr dann natürlich auch pflegen und wenn es dann soweit ist, dass ihr euren Rechner tauscht oder irgendetwas passiert ist, dann könnt ihr das einfach wieder herstellen. Und wieso man eine USB-Festplatte verwendet, ist, glaube ich, auch klar. Falls ihr eine interne verwendet, müsstet ihr die halt irgendwo einbauen. Eventuell funktioniert es nicht. Und mit USB seid ihr da flexibel und könnt die überall mit hinnehmen, falls es irgendwie mal sein sollte, notwendig sein sollte oder was auch immer. So, die Updates sind eingespielt, der ist fertig. Jetzt machen wir zuerst mal ein Reboot. Und so können wir auch gleich testen, ob die Datei, fstub-Datei richtig bearbeitet wurde. Wir haben es zwar schon getestet mit dem Befehl Mount A, aber hier kommt jetzt nochmal ein Echttest, ein Live-Test. Das Fenster können wir zumachen, brauchen wir nicht mehr. So, der Rechner sollte wieder online sein. Aktualisieren mal das Fenster. Er ist gestartet, Festplatte ist da, sieht also alles gut aus und sollte funktionieren. So, Updates sind eingespielt. Jetzt müssen wir uns noch um diese Pop-up-Meldung kümmern, die jedes Mal auftaucht, wenn man sich einloggt, beziehungsweise bevor wir das machen, nochmal ein wichtiger Punkt hier unter Options. Das heißt, falls ihr hier einen LXC-Container habt oder eine VM, dann geht ihr unter Options und wählt hier aus Start at Boot auf Yes. Das bedeutet, dass wenn euer Proxmox PC startet nach einem Stromausfall, falls er das unterstützt, dass die Container alle von selbst starten. Das heißt, setzt den Haken bei Start at Boot bei jedem Container, den ihr benötigt. In meinem Fall war der hier schon gesetzt, weil er durch das Backup Wiederherstellung gesetzt wurde. So, jetzt ist mir doch tatsächlich beim Schneiden des Videos aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Und zwar wollte ich euch ja noch zeigen, wie ihr diese Meldung deaktivieren könnt, die aufpoppt, wenn man sich einloggt. Also ich rede von dieser Meldung. Ich habe sie selbst auch noch nicht deaktiviert, da sie mich nicht wirklich stört. Deswegen habe ich sie in der Vergangenheit immer angelassen. Aber um die Meldung zu deaktivieren, das ist relativ einfach. Es gibt keinen Weg von Proxmox-Seite, also man kann es hier nicht irgendwie deaktivieren per Haken setzen oder sowas, sondern man muss hier in die Proxmox Shell gehen und dort gibt man im Grunde einfach nur einen einzigen Befehl ein und das war's. Es gibt mehrere Varianten, wie man das lösen kann. Ich verwende immer die Variante von diesem D-Block oder Block D without Nonsense und hier sind die Befehle aufgelistet. Scrollt ein bisschen runter. Wir sind ja jetzt irgendwo hier bei 8.4.1. Also nehmen wir diesen Befehl hier, kopieren ihn und tragen ihn einfach hier in die Proxmox Shell ein. Bestätigen das Ganze mit Enter
Und dann dauert es einen kurzen Augenblick. Das System wird einmal kurz neu gestartet, beziehungsweise der Dienst wird einmal kurz neu gestartet. Ihr seht auch hier, die Verbindung wurde unterbrochen und dann sollte das System gleich wieder da sein. Wir können einfach mal auf Aktualisieren klicken. Und jetzt sollte theoretisch die Meldung deaktiviert sein. Wir können das Ganze mal testen, indem wir einfach mal den Webbrowser neu starten. So, melden uns wieder bei Proxmox an. Und voilà, die Meldung ist weg. Also relativ einfach. Es gibt mehrere, wie gesagt, wie man es lösen kann. Offizielle Lösung gibt es dafür nicht, aber es sollte auch so, denke ich mal, ohne Probleme funktionieren. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter, beziehungsweise nochmal eine kurze Info. Der Minis Forum Rechner ist ja jetzt seit ungefähr einer Woche in Betrieb und ich kann euch sagen, der funktioniert wunderbar, keinerlei Probleme. Kann ich jedem nur ans Herzen legen und die Geschwindigkeit ist absolut genial im Vergleich zu meinem alten Rechner. Okay, weiter im Video. Ach, und wo wir schon dabei sind und ich ein bisschen was aus der Zukunft plaudere, hier nochmal der Stromverbrauch. Das war der alte Proxmox Surfer, also der war irgendwo bei 19, 20 Watt. Dann hatte ich hier umgestellt, das war die Zeit, wo ich umgestellt hatte. Dann lief er hier im normalen Modus. Dann hatte ich hier ein paar Stromsparfunktionen aktiviert. Dann ist er runtergegangen auf 15 Watt. Aber da lief zum Beispiel noch nicht Shinobi. Ansonsten lief alles, aber Shinobi war nicht aktiv. Dann hatte ich Shinobi aktiviert oder installiert. Und dann seht ihr, dann hat er sich hier irgendwo zwischen 17,3 und 18 Watt eingependelt. Hier hatte ich nochmal Windows installiert als VM und hatte ihn als, hatte die Stromsparfunktion wieder deaktiviert. Dann ist es natürlich hochgegangen und dann wurden sie wieder aktiviert. Windows wurde oder war fertig installiert und dann sind wir jetzt wieder bei 17 Watt. Also das ist ungefähr der Verbrauch, den er hier im normalen Idle, beziehungsweise wenn die Container alle laufen, ja, was er so verbraucht, also inklusive Shinobi. Falls euch das Thema Energiesparen interessiert, wie gesagt, dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke es euch auch nochmal hier oben. Schaut es euch an. Da sind ein paar interessante Tipps, denke ich mal, wie man die Kurve relativ flach bekommt. Das heißt, von dieser Kurve, wo es immer wieder diese Spitzen nach oben gibt, zu dieser bzw. zu dieser Kurve. Okay, aber jetzt wirklich weiter im Video. Viel Spaß damit. Ansonsten für alle, die mit Proxmox noch nichts zu tun hatten, also falls ihr einen neuen LXC, also eine virtuelle Maschine erstellen wollt, einen LXC-Container oder eine VM, geht ihr halt hier auf Proxmox und könnt dann hier auswählen Create VM oder Create CT, beziehungsweise bevor wir das machen, müssen wir zuerst mal hier auf Local gehen und wir müssen die LXC-Container, die wir benutzen wollen oder die VMs zuerst mal runterladen. Das heißt, in unserem Fall testen wir das Ganze mal mit einem Container. Das heißt, wir gehen hier hin, sagen Download from URL oder Templates. Ich verwende hier die Templates und sage, ich möchte einfach die Ubuntu-Version 22.04 in der Standard-Edition runterladen. Klicke da drauf, sage dann Download. Dann holt er sich die Datei, die ist 124 Megabyte groß, also nicht sehr groß. Das ist der Vorteil von LXC-Container und das sollte dann auch gleich fertig sein. So, ist runtergeladen und jetzt können wir im Grunde hier einen CT erstellen, also einen LXC-Container, denn wir haben hier das Image. Das gleiche funktioniert auch mit ISOs, das heißt, wir gehen hier auf ISOs und können uns dann von irgendwo eine ISO runterladen. Das heißt, falls ihr Ubuntu wollt, geht ihr auf die Ubuntu-Seite, findet die URL raus und dann tragt ihr die hier ein und dann könnt ihr die runterladen. Können wir auch gleich nochmal testen, aber zuerst mal erstellen wir jetzt unseren LXC-Container. Das heißt, wir gehen hier auf Create, geben dem eine Nummer. Ich wähle mal hier aus 900, der ist bei mir noch nicht, und sage hier einen Hostname, Test YouTube. Das hier können wir zuerst mal so lassen, vergeben hier ein Passwort, klicken auf Next, wählen das Template aus. In unserem Fall befindet es sich ja auf der Festplatte Local, ist eh nur eine drin, und das Template, gehen wieder auf Next, sagen, wie groß soll der LXC-Container sein, also können hier sagen, was weiß ich was, 8 GB, 6 GB, was auch immer, die Größe kann man immer noch ändern. Das hier kann im Grunde so bleiben, wie es ist. Hier können wir sagen, wie viele CPUs das Ganze haben soll. Ich lasse es mal auf 1 und der Rest sollte standardmäßig auch so sein.
Dann hier können wir sagen 4096, also 4 GB, oder könnt eintragen, was ihr wollt. Klicken auf Next. Netzwerk lassen wir so, wie es ist, beziehungsweise hier klicken wir DHCP an, oder ihr könnt statisch machen, je nachdem, was ihr haben wollt. DHCP ist für den Anfang am einfachsten und am besten. Klicken wieder auf Next. Das lassen wir auch wieder standardmäßig so. Hier bekommen wir alles nochmal gezeigt. Sagen hier Start after Create und sagen Finish. Dann dauert es einen ganz kurzen Augenblick und dann sollte der Container online sein. So, das hat jetzt keine 10 Sekunden gedauert. Der LXC ist erstellt. Wir können in die Konsole reingehen, melden uns an mit Root und dem Passwort und der LXC-Container ist erstellt. Mir fällt gerade auf, ich habe hier eine alte Ubuntu-Version runtergeladen. Wir sind, glaube ich, irgendwie bei 24 oder 26. Ich gucke nochmal schnell nach. Das heißt, nochmal hier drauf, nochmal CT Templates. Und ich glaube, 24 ist das aktuellste. Gucken wir mal nach. Genau, 24. Das müsste das hier sein. Lade das auch nochmal schnell runter, damit ich es euch zeige. Und sagen hier jetzt Update, um das Ganze mal zu testen. So, ich habe gerade gemerkt, dass meine Netzwerkkonfigurationen falsch waren, denn der DHCP konnte ich nicht auswählen. Deswegen musste ich das nochmal schnell ändern. Und jetzt sollte auch Update funktionieren. So, wunderbar, funktioniert. Wir machen jetzt noch Folgendes, das hätte ich nämlich fast vergessen. Ich stelle alle meine Backups wieder her. Und dann gucken wir uns mal den Stromverbrauch im Idle an, beziehungsweise was er so normalerweise verbraucht. Wir könnten das theoretisch auch jetzt schon mal machen und uns angucken. So, das hier ist jetzt die Steckdose, wo der drin steckt. Das heißt, aktuell verbraucht er 11 Watt. Gucken noch mal kurz unter Last an. So, stellen mal eine VM wieder her. Gucken uns den Verbrauch an, also der fährt jetzt gerade hoch. Die Leistung 55 Watt aktuell. Die VM, die ist circa 16 GB groß. Ihr seht, geht richtig fix. So, und schon fertig. Hat, glaube ich, keine Minute gedauert. Das ist richtig gut. Ubuntu startet. Wechseln in die Konsole rein. Schon da, Wahnsinn. Gucken uns nochmal an, also die macht gerade nichts, deswegen 12, 13 Watt. Und jetzt stelle ich die anderen her. So, es ist alles hergestellt. Ich weiß nicht, das hat vielleicht 5 bis 10 Minuten gedauert. Ihr seht, der hier läuft jetzt 25 Minuten, aber zwischendurch hatten wir noch ein bisschen was anderes gemacht. Alle Container sind wieder da, bis auf gibt es nämlich eine kleine Besonderheit, die ich nicht bedacht hatte. Da hatte ich nämlich einen USB drin stecken und den hatte ich nicht gemountet, deswegen kann ich den nicht aktuell nicht wiederherstellen, aber darum kümmere ich mich gleich. So, gucken wir uns kurz die Systemauslastung an. Also 1% läuft er gerade, 0,7. Die VM ist gerade aktiviert. Ach, Windows 10 hatte ich vergessen oder 11 hatte ich noch installiert. Da habe ich noch nicht wiederhergestellt, aber Ubuntu ist online. Alles läuft, IO-Broker und so weiter und so fort. Gucken wir uns mal den Verbrauch gerade mal an. So, der pendelt irgendwo bei 18, 17, 18 Watt. Hängt natürlich immer ein bisschen damit zusammen, was er gerade macht. Jetzt mal auf 20, aber ich denke mal, das passt soweit. Ubuntu können wir auch mal ausschalten. Läuft normalerweise nicht, ist immer im Standby. Und die anderen, die müssten eigentlich alle laufen. Das passt so bis auf die, die ich ausgelassen habe. So, ein paar Energiesparoptionen kann man auch noch aktivieren. Die hatte ich in einem anderen Video mal gezeigt. Falls ihr Interesse habt, guckt dort mal nach. So, dann würde ich sagen, jetzt reicht es aber wirklich. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe alles erzählt. Ansonsten schneide ich es einfach nochmal ins Video rein. Aber ich denke mal, es sollte alles drin sein. Und wie gesagt, zum Thema Proxmox gibt es noch etliche Videos von mir. Falls ihr mehr wissen wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Dort ist alles verlinkt. Genauso wie Rabattcode.
Codes für den kleinen Minis Forum PC hier. Da gibt es noch einen Rabattcode. Falls ihr Interesse habt, guckt in die Videobeschreibung. Dort ist der Link und der Rabattcode und könnt ein paar Euro sparen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit Proxmox.